for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Heute das Intro-Tierchen nicht in live, sondern auf meinem Handy. Die konnte ich nicht in live mitbringen. Blenden wir hier gerade nebenher. Ich quatsch schon mal ein. Das ist eine Hydrophis curtus, eine Kurzschwanz-Seeschlange oder Shores Sea Snake auf Englisch heißt die. Ich war im Urlaub auf Sri Lanka. Mehr oder weniger privat oder überwiegend privat, aber man guckt ja immer ein bisschen nach Reptilien. Und dann habe ich diese Seeschlange entdeckt. Witzigerweise, die habe ich sogar über ein paar Tage beobachten können. Die war da immer in so einem Tümpel bei uns neben Hotel. War die im, ja, das war schon eigentlich Süßwasser, Brackwasser maximal. Da hat die sich aufgehalten. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Seeschlange in Original oder in Live sehe, habe ich mich echt drüber gefreut. Habe eigentlich auch immer gesucht oder probiert, irgendwo einen kleinen Fisch zu kriegen. Ich hätte mal gern probiert, ob man die füttern kann. Habe leider keinen passenden Fisch aufgetrieben gekriegt. Aber ja, wollte ich euch hiermit zeigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr schon mal eine Seeschlange in Original gesehen? Also wie gesagt, ich noch nicht. Wissen wir alle, Seeschlangen sind einerseits extrem giftig, andererseits beißen die so gut wie nicht. Also sind Bissunfälle bekannt durch diese Schlangenart, aber wahrscheinlich höchst selten oder wie gesagt, ich glaube, da muss man die ewig lang ärgern und machen und tun, dass die einen überhaupt beißt. Ja, hat mir voll gefallen und das wollte ich euch hier, oder deswegen wollte ich das euch zeigen und deswegen heute mein Intro-Tierchen. Wir haben wieder zu einer Frag-Stefan-Folge aufgerufen, war wieder echt gute Resonanz, tolle Fragen. Ich sag mal, ich wundere mich manchmal schon fast, was denn noch wieder für neue Fragen kommen. Ich denke, wenn wir als aufrufen, denke ich, ja, da wird jeder denken, ach, was soll man denn da noch oder so. Aber es kommen immer tolle, macht dann Spaß und deswegen kommen wir zur Frage 1. Die Veronika Blass fragt, haben manche Reptilien, mit denen ihr arbeitet, einen Namen? Ja, liebe Veronika, du schreibst ja schon, haben manche Reptilien. Also von dem her kannst du dir denken, dass wir hier nicht allen einen Namen geben können. Es gibt ein paar wenige, würde ich sagen, die von uns einen Namen kriegen, ne? Irgendwelche besonderen Tiere, also jedes Tier ist natürlich besonders, aber noch, wie soll ich sagen, ausgefallenen oder einzigartigen. Unser weißer Varan, der Nils, hatte damals einen Namen, oder mein Krokodil, den ich 50 Jahre lang hatte, der hatte einen Namen, der hieß Charlie. Unsere zweiköpfige Boa mit Chuck und Norris, die zwei haben einen Namen, aber es ist eher die Ausnahme. Also meine erste Schlange hieß natürlich auch Cleo. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ich höre es ja also manchmal bei den Kunden, wenn sie Futter kaufen. Ich glaube, Cleo ist bei der Schlangenname ganz oben im Ranking, aber es ist doch eher die Ausnahme. Das ist eigentlich auch eine ganz nette Idee, beziehungsweise ich habe ja gerade gesagt, meine Schlange hieß Cleo. Ich glaube, da gibt es massig davon. Postet mal unten, was eure oder wie eure Tiere heißen, eure Terrarientiere. Bin ich gespannt drauf, wie oft Cleo kommt oder wie oft was kommt. Postet es unten rein bei den Kommentaren. Für die Zukunft der Reptilien fragt, hi Stefan, was muss man können, um bei dir anzufangen und ab wann darf man bei euch ein Praktikum machen? Liebe Grüße, Kimberly. Ja, Kimberly, klar, wir bieten auch Praktikas an. Ab wann du, ich weiß nicht, meinst du vielleicht ab welchem Alter, also so 14, 15 wäre toll, könnt ihr euch bewerben, am liebsten per E-Mail. Praktikas immer Minimum eine Woche, also so 2, 3 Tage können wir nicht machen, das ist schwenkt zu aufwendig. Eine Woche sollten es schon sein, so Montag bis Freitag. Dann gucken wir, dass wir immer nur einen Praktikantin da haben. Also von dem her sind wir auch zeitlich gleich, also sprich, wir können im Jahr maximal 52 Praktikanten da haben. Nee, so viel haben wir aber gar nicht. Dann könnt ihr bei uns mitarbeiten. Das ist harte Arbeit. Also wer glaubt, ich mache ein Praktikum und kann dann den ganzen Tag wegen Tiere streicheln oder wegen bei Reptil TV mitfilmen, also das könnt ihr vielleicht auch, aber dann halt auch bloß, oder das ist bloß ein Bruchteil.
Es ist harte Arbeit. Viele Praktikanten nach dem ersten Tag, da ist das Gesicht dann so lang. Am zweiten Tag kommen sie vielleicht, am dritten Tag kommen sie nicht mehr. Also das haben wir wirklich auch oft, weil die Leute merken, ups, hier, da muss man ja arbeiten. Also wenn ihr euch das müsst ihr euch bewusst sein, wenn ihr denkt, wie gesagt, dass das hier so eine Streichelgeschichte ist, dann bitte erst gar nicht bewerben, dann tut er uns beiden einen Gefallen. Aber ansonsten gerne, wie gesagt, bewerbt euch per E-Mail. Der Schatz 92, was sagst du dazu, wenn man sein Futter selbst fängt, zum Beispiel Grashüpfer für Geckos, Mäuse auf dem Feld für Schlangen etc.? Bei welchem Futter wäre das eine ernsthafte Alternative? In der Terroriste gibt es den Ausdruck Wiesenplankton. Das ist definitiv cool, wenn ihr raus auf die Wiese geht. Die sollte natürlich nicht gerade irgendwie mit gespritzt sein mit Pestiziden, aber das wird in den letzten Jahren ja zum Glück immer weniger gemacht, meiner Auffassung nach. Also da kann man rausgehen, sich den Wiesenplankton fangen, so mit einem Kescher irgendwie durchs Feld gehen und die, was ihr da draußen erwischt, das ist sicherlich eine super gesunde Ernährung für irgendwelche insektenfressenden Terrarientiere, also sprich in der Regel Echsen. Was ich euch abraten würde, ist von Nagetieren, Mäuse, Ratten und so weiter draußen fangen. Da habt ihr das Risiko, dass ihr euch Würmer einschleppt. Dann funktioniert der über Zwischenwirte und so weiter. Also da würde ich euch davon abraten bei Nagetieren. Aber bei Insekten, Wiesenplankton definitiv eine gute Sache. Dark Creatures fragt, muss sich ein Ballpython am ganzen Stück häuten? Beispielsweise wie beim grünen Baumpython der Fall ist. Danke für deine Videos. Ja, erstmal bitte für die Videos, freut mich, wenn du sie dir anschaust. Tipptopp, Daumen hoch, abonnieren, okay? Also bitte alle abonnieren den Channel, ihr wisst, Abonnement ist die Bezahlung des YouTubes, also bitte abonniert den Channel, helft mir und im Gegenzug versuche ich euch zu helfen. Die Frage war am Stück häuten, genau. Klar, das Häuten ist immer ein Zeichen, wie gut die Haltung von dem Tier ist. Häutet sich das Tier schlecht, häutet sich es in Fetzen, passt die Haltung nicht. So gut wie immer ist die Luftfeuchtigkeit dran schuld, wenn er sich in Fetzen häutet. Ne? Da gibt es meistens nicht irgendwelche anderen Sachen, sondern ihr habt einfach zu wenig Luftfeuchtigkeit, dann können die sich nicht gescheit häuten, dann geht es fetzchenweise ab. Von dem her müsst ihr natürlich darauf achten, Luftfeuchtigkeit versuchen immer passend hochzuhalten. Luftfeuchtigkeit heißt nicht gleich sinnlos Wasser ins Terrarium zu kippen und unten steht die Brühe und die Luftfeuchtigkeit ist trotzdem gering, sondern Luftfeuchtigkeit heißt einfach eine hohe Luftfeuchtigkeit im Terrarium zu haben und dann häuten sich die Schlangen auch wirklich perfekt am Stück. Jesse Klitschko fragt, by the way, ich glaube Jesse Klitschko, deinen Namen habe ich schon oft gelesen bei den Fragen. Freut mich, dass du immer so dabei bist. Perfekt, toll, danke dir. Hi Stefan, wenn du könntest, würdest du im nächsten Leben das Gleiche nochmal ausleben oder gibt es Momente, wo du sagst, hätte ich... Ja, Jesse, nächsten Leben, ja, zum Glück, nee, was heißt zum Glück? Ich glaube nicht an die Wiedergeburt, von dem her wird das nicht eintreten. Aber ja, ich würde es bestimmt wieder so machen. Ich glaube, ich habe mit meinem Reptilienberuf wirklich einen tollen Beruf erwischt. Ich denke mir natürlich auch manchmal, also ich wollte, die Insider von euch wissen Sie eigentlich, wollte ich ursprünglich studieren. Technische Betriebswirtschaft wollte ich studieren, also ganz was anderes. Da denke ich mir schon manchmal, wo wäre ich jetzt, wenn ich diese technische Betriebswirtschaft studiert hätte? Ne? Wäre ich irgendwo bei, was weiß ich, bei Bosch oder bei Siemens oder weiß der Herrgott wo. Oder wäre ich vielleicht selbstständig mit ganz was anderem? Also die Frage stelle ich mir manchmal schon. Aber unterm Strich bin ich absolut zufrieden mit dem, was ich habe. Ich bin zufrieden mit meinem Geschäft. Ich glaube, ich würde es, wenn ich es könnte, würde ich es wieder so machen. R&C Reptilien hat eine ähnliche Frage wie die Jessie. Wo siehst du dich in 20 Jahren? Ich selbst bin in 20 Jahren über 70 und denke ich, dass ich mit meinen Riesen, in Klammern Netzpython, nicht mehr klarkomme. Deswegen lege ich mir kein Jungtier mehr zu. Wo siehst du dich? Gibt es da noch M&S-Reptilien, da du dein Geschäft eines deiner Kinder überschreibst? Oder hörst du irgendwann auf und M&S-Reptilien gibt es nicht mehr?
Also ich selber in 20 Jahren denke, dass ich dann oder hoffe, dass ich zumindest keine 5 Tage oder keine 6 Tage Woche mehr habe und jeden Tag 8, 9, 10 Stunden arbeiten muss. Also ich wäre da schon froh, wenn ich da ein bisschen zurücktreten kann. Mich daheim hinsetzen und gar nichts machen will ich auf gar keinen Fall. Also mein Ziel ist es schon entweder, dass es dieses Geschäft in 20 Jahren noch gibt. Meine Kinder oder eins meiner Kinder das weiterführen, die haben da mehr oder weniger eigentlich auch Interesse dran. Von dem her stehen die Chancen eigentlich ganz gut, dass es einer von denen macht. Dann könnte ich mir vorstellen, da mitzuhelfen, in, wie gesagt, für einen kleineren Rahmen oder ohne den Druck, jeden Tag die Power bringen zu müssen. Macht es bestimmt Spaß. Oder aber vielleicht, also ich will bald mal sagen, mein Leben lang träume ich eigentlich auch schon davon, vielleicht mal was in Anführungsstrich richtig Sinnvolles zu machen. Also ich könnte mir auch sowas in Richtung, ich weiß nicht, so vielleicht Überbegriff Entwicklungshilfe oder sowas vorstellen, wenn es da eine Chance gäbe, dass ich da mich sinnvoll einsetzen kann, fände ich das auch ganz toll. Also ich will definitiv nicht faul rumsitzen, das wäre überhaupt nicht meine Art. Ich möchte was machen, solange ich es in meinem Leben kann, und ich denke nicht, dass sich das die nächsten 20 Jahre ändert. Schauen wir mal, was es uns bringt, und reden wir in 20 Jahren nochmal drüber. Die Marie Monier fragt: Hallo Stefan, mich würde mal interessieren, welche Insekten in Klammer außer Milben in Terrarien auftauchen können und welche davon sind schädlich für Schlangen, welche nicht. Die Milben sind das Hauptproblem, das wissen wir alle als Terrarianer, die sind wirklich eine Plage, aber sie lassen sich auch recht gut bekämpfen, die Milben. Mit Raubmilben zum Beispiel haben wir die Folge drüber gemacht, das funktioniert wirklich gut. Dann gibt es andere Sachen, so kleine Fliegen, Buckelfliegen oder so Drosophila-Fliegen in der Richtung. Gibt es auch Arten, wie man denen Herr werden kann, sei es mit diese Klebefallen, ne, diese gelben Klebefallen, da muss man natürlich aufpassen, dass das Tier nicht dran kann. Oder es gibt auch so eine andere Raubmilbe, die auf die Fliegen ganz gut geht, kann man da verwenden. Ansonsten in der Terroristik, also Zecken schleppt man sich auch von außen mit rein. Seit wir in der Terroristik fast nur noch Nachzuchten haben, ist Zecken nicht mehr das große Thema. Von dem her, das können wir, sind wir zum Glück wenig davon betroffen. Ich glaube, richtig Schaden dem Terrarientier tut eigentlich nichts, außer wie gesagt die Milben und wie gesagt, oder vielleicht die Zecken, wenn man welche hat. Alle anderen Sachen, die stören ein bisschen, diese Fliegen stören, oder wenn ihr Springschwänze drin habt, die können stören, wobei sie erfüllen zum Teil auch ihren Zweck im Bodengrund drin. Oder manchmal kann es sein, dass man sich irgendwie durch den Kork oder durch die Äste irgendwelche so Art Holzwürmer einschleppt oder so Art sowas wie, ich weiß nicht, heißen sie Schlupfwespen oder sowas. Irgendwelche fliegenden Insekten kann man sich einschleppen durchs Holz oder gerade durch den Kork. Aber die sind nicht schlimm, die sind keine Gefahr fürs Terrarientier. Von dem her ist halt einfach ein Stück Natur. Ich glaube, lieber habe ich ein bisschen Natur im Terrarium, wie dass ich alles völlig steril mache. Ne? Oder es gibt eben manchmal Kunden, wenn da im Kork irgendein Lebewesen auftaucht, die sich da fast ein wenig aufregen und sagen, ja, wie kann denn das sein? Das würde ja heißen, wir müssten den Kork mit Insektiziden behandeln. Und das werden wir sicher nicht tun, dass wir irgendwelche Terrariendekoration mit Pestiziden vergiften und dann diese giftige Dekoration fürs Terrarium verkaufen oder weitergeben. Also es wird nicht passieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es gibt außer den angesprochenen Milben eigentlich nichts, was dem Terrarientier wirklich schaden kann. So viel zu euren Fragen. Wie gesagt, es ist immer spannend, gibt mir immer ein wenig so neue Denkanstöße. Freut mich, wenn ihr daran teilnehmt, und ich bin auf eure Kommentare unten gespannt.